Hello dear viewers, welcome back to our channel and to our last video or last episode of our journey, this journey that took us to northern Spain. In this video we are leaving Spain and heading towards France again. In France we still took our time and visited a couple of cities, some villages on the way. We visited Bergerac and also Dijon. From there we headed towards Germany and finally arrived back home. We very much, like always, hope you will enjoy this video and hope also very much that you will be joining us on our coming videos. Nachdem wir im vergangenen Video noch die berühmte Stierlaufstadt Pamplona besucht hatten, durchquerten wir nun die Westpyrenäen nach Frankreich und fanden einen Stellplatz mit toller Aussicht nördlich der Pyrenäen. Ja, wir haben uns gestern von Spanien verabschiedet. Nach einer wunderbaren Zeit dort ist es wirklich unbeschreiblich schön gewesen. Und ja, ein bisschen traurig bin ich schon. Und wir sind dann über die Grenze gefahren. Jetzt sind wir in Frankreich. Wir haben wieder mit Parc Fonaip einen wunderschönen Stellplatz gefunden, direkt am Jakobsweg. Ich freue mich jetzt auf die Tage auch hier in Frankreich und wir kommen langsam näher an unseren anderen Zuhause, an zweiten Zuhause. Ja, also bis jetzt ist alles schön gelaufen, war wunderschön. Dankbar sind wir und wir schätzen das, dass wir diese Chance haben. Nach 2 Tagen an dem Stellplatz am Rande der Pyrenäen fuhren wir gute 100 Kilometer weiter nach Norden in die pittoreske Stadt Mont-de-Marsan. Ja, wir sind hier in Mont-de-Marsan. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Jetzt ist es wieder Französisch. Das ist eine Umgewöhnung. Wir sind hier von den Pyrenäen hergekommen, heute in 2 Stunden Autofahrt. War noch zu langer Zeit an unserem schönen Platz da mit dem herrlichen Blick, das war traumhaft. Aber irgendwann müssen wir ja weiterfahren und jetzt sind wir hier in einem netten Örtchen. Ja, spazieren wir ein bisschen am Abend und dann sehen wir weiter.
Am Nachmittag fuhren wir ca. 160 Kilometer weiter nach Norden in die mittelalterliche Stadt des Weinbaus Bergerac am Fluss und im Departement Dordogne. Ja, gestern Abend sind wir nach Bergerac gekommen, haben hier bei einem Stellplatz ein bisschen außerhalb übernachtet und heute Morgen auch gearbeitet. Und jetzt sind wir dann in die Stadt gelaufen, ungefähr eine halbe Stunde, und sind jetzt im Zentrum, eine sehr schöne alte mittelalterliche Stadt wieder. Im Hintergrund sehen wir den Cyrano de Bergerac, berühmter französischer Schriftsteller, bekannt auch für seine, ich sag's mal, frühen Science-Fiction-Romane. Nach dem zweitägigen Aufenthalt in der beeindruckenden Stadt Bergerac fuhren wir bei Regen ca. 200 Kilometer nach Norden und fanden einen ruhigen Stellplatz in der Natur. Ja, gestern Abend sind wir hier angekommen in Chambron. Das liegt im Departement Creuse und ist ziemlich zentral in Frankreich schon. Also wir befinden uns auf der Reise nach Hause. Hier ist es einsam, also wirklich einsam. Wir haben keinen Menschen seit gestern Abend gesehen. Es gibt viele Kühe, einen Teich und heute sehr viel Sonne. Schauen wir mal, wann wir weiterfahren. Wir wollen noch Richtung Dijon, aber nicht nach Dijon, die halbe Strecke vielleicht, um dann morgen dann bis Dijon zu fahren. Und nächste Woche geht es dann wahrscheinlich nach Hause. Ja, und noch etwas erinnert daran, dass wir bald zu Hause sein werden. Das sind die Temperaturen. Hier hat es heute, ich glaube jetzt ist es so gegen Mittag, 1 Grad, 2 Grad vielleicht. Maximal in der Nacht war es um den Gefrierpunkt. Also wir nähern uns zu Hause. Nein, 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 nein! Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Ich tue euch gar nichts. Guck mal, ich will auch nur euch anschauen. Ja. Ja. Diese Blicke.
Am Nachmittag fuhren wir dann noch ca. 180 Kilometer nach Westen auf dem Weg nach Dijon, unserem Ziel für den nächsten Tag. Ja, wir sind hier in Thiel-sur-Acolin. Das ist, glaube ich, das Dorf, das in der Mitte Frankreichs ist. Wir sind gestern im Schneesturm angekommen. Hier liegt ein bisschen Schnee, wenn man das sieht hier. Nicht viel, aber es liegt Schnee. Und es war ziemlich kalt heute Nacht. -4 Grad, glaube ich. -4, -5 vielleicht sogar. Die Heizung hat durcharbeiten müssen. Gott sei Dank hat alles funktioniert. Ein guter Test für kältere Zeiten. Wir werden heute noch weiterfahren nach Dijon. Schauen wir mal, wie das wird. Und dass es kalt ist, könnt ihr an Orula erkennen. Das hier ist unser Stellplatz. Vorne seht ihr Rodi. Das Schöne an diesem Stellplatz ist, dass er kostenfrei Elektrizität anbietet, also Landstrom. Allerdings nur für 2 Stunden. Und wenn man dann vergisst, auf den grünen Knopf zu drücken, ist es vorbei. Die Fahrt nach Dijon dauerte dann um die 2,5 Stunden für ca. 170 Kilometer. Wir folgen dem sogenannten Eulenweg, Parcours de la Chouette, der uns durch die Altstadt von Dijon über mit Eulen markierte Pflastersteine führt. An dieser Stelle könnt ihr die lokalen Uhrzeiten in vielen Städten überall auf der Welt zum gleichen Zeitpunkt ablesen. Aber was wirklich zählt, es ist eure eigene Zeit, die ihr genau in diesem Augenblick habt. Nutzt sie. Vergesst nicht, dass die Zeit nicht einfach nur vorbeigeht, sondern dass wir durch die Zeit schreiten. Phil aus diesem Geschäft bringt der Orula ein Geschenk mit. Wie gewollt. Ja, wir sind hier in Dijon, am Nachmittag in die Stadt gefahren mit dem Bus und schauen uns diese wirklich herrliche Stadt an. Es ist saukoit, kann man wieder sagen, aber eine faszinierende Stadt, wie so viele Städte, die wir hier in Frankreich und auch in Spanien gesehen haben. Es macht Spaß, hier rumzugehen. Sehr. Ja, es ist schon fast ein bisschen weihnachtlich.
Na gut, Dijon ist die Stadt des Senfes. Da haben wir eben ein bisschen eingekauft. Und Dijon ist die Stadt der Herzöge von Burgund. Also eine typische mittelalterliche Stadt. Ja. Nachdem sich nun das Wetter wieder verschlechterte und es anfing dauerhaft zu regnen, beschlossen wir, nun schnell in Richtung Zuhause zu fahren. Wir erreichten nach ca. 5 Stunden und 330 Kilometer unseren letzten Stellplatz auf dieser Reise in Lahr am Rande des Schwarzwaldes im Südwesten Deutschlands. Mein letzter Käsekuchen für diese Reise natürlich. Es ist sehr gut geworden, deswegen ich dachte, ich präsentiere das mit voller Stolz. Als Ja. Abschiedskuchen, Genau, das macht wieder gute Laune und alles. denn wir fahren jetzt noch 4-5 Stunden nach Hause heute und dann ist diese Reise zu Ende. Ja. Und wenn Jens so 3/4 davon schon gegessen hat, dann ist die Laune ganz gut. Das stimmt. Darauf freue ich mich jetzt. Auf 3/4 davon. Das war nur für die Kamera. Und das ist Cheesecake with Mango and with Greek Yogurt. Unsere allerletzte Etappe von ca. 400 Kilometern nach Hause dauerte dann noch knapp 6 Stunden. Ja, damit ist nun unsere große Reise nach Südfrankreich und Nordspanien beendet. Unsere zweite große Reise mit Roadie. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß auf dieser Ja. Reise. Auf jeden Fall. Und wir sind jetzt mitten in der Vorbereitung auf die nächste Reise und hoffen, dass die kommende Reise wird auch uns und euch viel Spaß bringen. Ja, und die kommende Reise soll, wenn alles klappt, in Richtung Oman gehen. Jetzt sind wir dabei, alles vorzubereiten, hoffen, dass alles klappt und wünschen euch jetzt noch frohe Weihnachten. Genau. Und frohes neues Jahr. Und wir sehen uns bald. Im neuen Jahr auf der neuen Reise.